Meine Welt, meine Meinung. Zu Gast heute der Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer. Herr Fleischhauer, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo nach Berlin. Ihr Gewinner des Tages heute ein ehemaliger Grüner, an dem sich die Grünen eben aber auch ein Beispiel nehmen sollten. Ja, Herr Palmer aus, ich sag schon Olaf Palmer, Boris Palmer aus Tübingen, der Oberbürgermeister, habe ihn gestern bei Lanz gesehen und habe so gedacht, also wenn die Grünen mehr hätten wie ihn, also solche Realos, die die Wirklichkeit mal in den Blick nehmen, dann ging es den Grünen auch besser. Also er hat nochmal beschrieben, wie das so ist mit Leuten, die zu uns kommen, ein endloses Strafregister haben, entweder aus Afghanistan oder Syrien und dann am Ende auch mit dem Messer in der Hand auf irgendwelche Leute einstechen und wie wir eben über Jahre zugeschaut haben und dass er das Gefühl hat, dass wir aber immer noch nicht diese Lage begriffen haben, weil wir jetzt schon wieder darüber reden, ob wir eigentlich abgelehnten Asylbewerbern nicht doch weiterhin alles an Geldern zahlen sollten, was wir vorher gezahlt haben, statt den Vorschlag mal umzusetzen, zu sagen, nee, wenn du abgeschoben bist, beziehungsweise kein Aufenthaltsrecht hier hast bei uns, gibt es auch keine Leistung. Dann schauen wir mal auf Ihren Verlierer des Tages. Alle Parteien scheinen ja ein Jahr vor der Bundestagswahl das Thema Steuern entdeckt zu haben. Für Sie ist die SPD da aber auf dem ganz falschen Dampfer unterwegs. Ja gut, da gibt es ja diesen famosen Vorschlag jetzt, also klingt das zunächst möglicherweise für Sozialisten ganz toll, 95% werden entlastet. Und die da oben sollten dann irgendwie, das heißt ja immer so die starken Schultern, die dann mehr schultern sollten. Also da hat der ehemalige Parteichef sich Sigmar Gabriel eingemischt in Diskussion, hat das mal vorgerechnet, hat gesagt, also wenn wir für das oberste 1% die Steuern um 10% erhöhen würden, und das wäre ja ein Schluck aus der Pulle mit übrigens allen Ausweicheffekten, die das hätte, dann würde das für jeden einzelnen Steuerbürger bedeuten am Ende 55 Cent Steuerentlastung am Tag. Also mehr reden wir gar nicht, weil es halt ganz wenige Leute gibt, die ganz viel verdienen und relativ viele, die so mittelgut verdienen. Oder man verbreitet das Ganze und dann ist man halt im Spitzensteuersatz und irgendwann bei 80.000 Euro fängt er dann an. Da kann man dann auch dran rumdrehen, nur dann trifft man ganz, ganz, ganz viele Leute, die auch zum Beispiel bei VW stehen und Autos zusammenbauen und die doch eigentlich als SPD-Kernklientel gelten, die man nicht treffen wollte. Kommen wir zur Nachricht des Tages. Der Krieg in der Ukraine, der dauert ja mit 2,5 Jahren jetzt schon viel zu lange. Aber es gibt erste Details zum sogenannten ukrainischen Siegesplan. Ja, wobei das ist auch so ein Wort. Also da merkt man, da ist jetzt ein toter Punkt erreicht. Also wenn man sich das genau anguckt, dann merkt man die Verzweiflung des ukrainischen Präsidenten. Also das Wort Siegesplan ist jetzt... Also das ist ja schon nicht mehr mal ein Euphemismus. Also es ist ein guter Tag für alle, die immer schon wollten, dass die Ukraine in die Knie geht. Also sagen wir alle Leute um Sarah Wagenknecht. Und für die ja Frieden letztlich Kapitulation heißt. Und ein bitterer Tag für alle, die irgendwie mit Wohlwollen auf die Ukraine gucken und auf deren Freiheitskampf. Und wird sehen, wie das ausgeht. Ne? Also im Augenblick sind die Zeichen nicht gut. Schauen wir nach München. Anfang Oktober mussten ja Passagiere am Flughafen in kilometerlangen Schlangen anstehen. Das an sich war ja schon ein ziemlicher Aufreger. Und jetzt hat der Flughafenchef noch eins draufgesetzt. Also der Flughafen, ich habe das nochmal nachgeschaut, er gehört zu 100% also dem Stadt und dem Land und dem Freistaat. Also insofern nicht ganz unwesentlich auch für das Image der bayerischen Staatsregierung, was da passiert. Sie haben es erwähnt, also 3. Oktober, 2 Kilometer Schlangen, 750 Passagiere verpassen ihren Flug. So, und jetzt kommt die Erklärung, wurde natürlich gefragt, wie kann das eigentlich passieren, zumal, also, dass es mal Feiertag am 3. Oktober gibt, das kann man ja im Kalender nachschauen. Ja, war die Erklärung des Flughafenbetreibers. Also, die Passagiere seien zu früh gekommen. Also nicht zu spät, so dass sich dann alles bald am Sicherheitscheck, nein, zu früh. Also da würde man auch sagen, es hilft eher, wenn sich die Schlangen entzerren. Und jetzt war gestern also Aufsichtsratssitzung und der Flughafenchef war dort und hat eigentlich so gesagt, ja klar, gab kleine Probleme, aber im Prinzip laufe alles Bombe. Und das wiederum hat mich jetzt an Berlin erinnert, also an eure leidgeplagte Stadt, wo ja auch die Antwort der Landesregierung auf jedes Problem ist, ja klar, im Kleineren hat es mal gehapert, aber eigentlich läuft doch alles. Also, dass jetzt diese Art von Wirklichkeitsverweigerung auch in Bayern angekommen ist, hat mich doch in besonderer Weise betrübt.
Man kann dem Flughafenchef nur wünschen, dass er an einem solchen Tag, wo alles drunter und drüber geht, mal selber fliegen muss. Er muss ja auch durch die Sicherheitskontrollen. Jan Fleischhauer, vielen Dank für diese Einordnung, für Ihre Meinung. Dankeschön. Danke auch. Tschüss.